Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch unseren R1300GS Sitzbankumbau und unseren R1300GS Umbau in verschiedenen Farben. Dann haben wir noch eine Information zu den verschiedenen Seitenständern bzw. Seitenständervergrößerungen der R1300GS und wir bauen die Verkleidungssturzbügel im Zeitraffer an unsere R1300GS an. Dann schauen wir uns den fertigen R18 Umbau an, den ich euch in einem der letzten Videos schon angekündigt habe. Und an unseren aktuellen R18 Umbau bauen wir im Schnellgang unsere LED-Zusatzscheinwerfer an. Aber heute geht es nicht nur um die R1300GS und um die R18, sondern wir zeigen euch auch noch unsere R90 und unseren aktuellen S1000R Umbau mit ein paar schönen Details aus dem Hause Hornig. Das alles seht ihr in diesem Video. Also, los geht's! Unseren R1300GS Sitzbankumbau mit tiefschwarzem Alcantara-Leder kennt ihr ja schon aus einem unserer letzten Videos. Und hier seht ihr unsere R1300GS in blau metallic foliert in ganzer Größe. Die meisten unserer speziell für die R1300GS entwickelten Produkte kennt ihr vielleicht schon aus vorherigen Videos, wie zum Beispiel unsere Felgenrandaufkleber, die Sturzbügel, unsere Aufkleber zum GS-Logo hinterlegen, unsere Lenkertasche, den Sitzbankumbau mit bezogenem Tankmittelteil, unser Stauraumprogramm und viele unserer Alu- und Edelstahlprodukte, wie unseren Öldeckel, die Schalthebelvergrößerung und unsere Radachsabdeckung. In den sozialen Medien wurde ja sehr oft gewitzelt, dass die R1300GS alle herbrennt, als Anspielung auf die Starter-Relais, die Feuer fangen konnten. Was sagt ihr zu unserer R1300GS in Rot, beziehungsweise welche Farbe würde euch besser gefallen? Dazu haben wir euch neben Blau und Rot noch zwei weitere Optionen vorbereitet, nämlich Grün und Gold. In welcher Farbe gefällt euch die R1300GS am besten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Dann haben wir noch zusätzlich eine Seitenständervergrößerung für alle R1300GS gemacht, die keine adaptive Fahrzeughöhenregelung haben. Und da ja auch die Seitenständervergrößerung eine gewisse Größe haben soll, wollen wir euch hier zeigen, dass es bei den Modellen ohne adaptive Fahrzeughöhenregelung Sinn macht, den zusätzlichen und beweglichen Tritthebel am Hauptständer zu nutzen. Und dann gibt es auch keinen Kontakt zwischen Seitenständervergrößerung und eben dieser Tritthilfe. Hier seht ihr den Lieferumfang der Verkleidungssturzbügel für die BMW R1300GS. Erst müssen die seitlichen Deflektoren links und rechts abgebaut werden. Dann entfernen wir die zwei Schrauben unter dem Schnabel. Dann kann man den Schnabel links und rechts abklicken und nach vorne wegziehen, um dann auf beiden Seiten Halteplatten für die Verkleidungssturzbügel anschrauben zu können. Dann müssen wir hier den Motorsturzbügel am Befestigungspunkt oben links lösen, damit wir den Verkleidungssturzbügel dahinter platzieren können. Jetzt wird der Verkleidungssturzbügel am Halter unter dem Schnabel angeschraubt. Und danach mit dem Motorsturzbügel am unteren Befestigungspunkt mit einem entsprechenden Abstandshalter. Im nächsten Schritt wird der rechte Verkleidungssturzbügel genauso befestigt, Seitenangaben sind immer in Fahrtrichtung blickend und beide Verkleidungssturzbügel werden dann in der Mitte ebenfalls zusammengeschraubt. Zum Abschluss werden alle Schrauben festgezogen. Und so sieht es damit aus, bzw. eingeschalteten LED-Zusatzscheinwerfern aus. Diesen R18-Umbau habe ich euch ja schon einmal in einem der vorherigen Videos im nackten Zustand gezeigt.
Jetzt zeigen wir euch im Zeitraffer, wie die ganzen Teile nach dem Lackieren und Linien wieder angebaut werden. Zuerst wird der vordere Kotflügel wieder angebaut. Danach wird der hintere Kotflügel wieder angeschraubt mit den entsprechenden Trägern für unsere Satteltaschen. Jetzt wird die kleine Seitenverkleidung eingesetzt. Dann wird der Tank wieder angebaut, was natürlich etwas mehr Arbeit ist, bis alle Leitungen und Anschlüsse wieder am richtigen Platz sind. Nach dem Anbau der in hellbraun umgepolsterten Sitzbänke folgt dann noch eine Gepäckbrücke, eine Sissy-Bar und unsere Satteltaschen. Und so sieht das Ganze dann aus. Euch sind bestimmt schon unsere LED-Zusatzscheinwerfer an der R18 aufgefallen. Hier seht ihr den Lieferumfang und welches Werkzeug wir für den Beispielanbau verwenden. Außer unseren LED-Zusatzscheinwerfern und den Schellen für die R18 Sturzbügelbefestigung haben wir noch unser rotes Kabel zur Verlängerung verwendet. Alle Details könnt ihr in der Produktbeschreibung bei uns im Shop in Ruhe nachlesen. Zuerst werden die Halter an die Scheinwerfer angeschraubt. Dann werden die Schellen und Scheinwerfer am Sturzbügel montiert. Dann wird der Kabelbaum zum Verlegen vorbereitet. Mit dem Schalter gehen wir natürlich über den Lenker zur Spiegelhalterung. Ihr seht, dass wir natürlich eine passende Halterung speziell für die R18 gemacht haben. Dann werden die Scheinwerfer angesteckt und dann werden das rote Verlängerungskabel und der Rest des Kabelbaums verstaut bzw. Richtung Batterie geführt. Das rote Kabel wird an die Bordsteckdose angeschlossen. Von dort nehmen wir den Impuls zum Ein- und Ausschalten der LED-Zusatzscheinwerfer. Dann schalten Sie mit der Zündung ein und circa eine Minute nachdem ihr die Zündung ausgeschaltet habt, gehen unsere LED-Zusatzscheinwerfer aus und sorgen noch für ein schönes Ambiente-Licht. Rechts wird dann an den Pluspol angeschlossen und links an den Minuspol. Und hier kann auch das Relais schön und sicher verstaut werden. Mit unseren LED-Zusatzscheinwerfern seht ihr dann deutlich besser bei Nacht, aber vor allem werdet ihr deutlich besser gesehen. So sehen unsere LED-Zusatzscheinwerfer an unseren Edelstahl-Sturzbügeln aus. Wer kennt unseren R90-Umbau im Gentleman Oldschool Look schon? Den Tank und den vorderen Kotflügel haben wir in 3 Schichten mit verschiedenen Blautönen lackiert. Dann entfernen wir vorsichtig stellenweise die obersten Lackschichten, um die darunterliegenden Blautöne freizulegen und ein etwas abgegriffenes Retro-Design zu erzeugen. Danach wurde mit einer ausgeklügelten Schablone im Airbrush-Verfahren ein gleichmäßiges Schachbrettmuster aufgetragen und abschließend wurden Rosteffekte mit einer speziellen Metallpulvertechnik erzeugt. Neben dem Tank und dem vorderen Kotflügel haben wir auch noch das Federbein und einen Ventildeckel mit rostigen Highlights versehen, um noch mehr Retro-Akzente zu setzen. Alle Details dazu findet ihr bei uns im Shop unter www.mhornig.de und hier noch ein paar Impressionen von unserer R90.
Würde euch eine andere Farbe als das Blau besser gefallen? Und in einem der nächsten Videos zeige ich euch unseren S1000R Umbau genauer. Wenn ihr unsere Produkte oder unsere BMW umbauen live und in Farbe sehen wollt, könnt ihr uns gerne in Cham besuchen. Also Servus und bis zum nächsten Video.